Hallo Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder dabei seid auf meinem Kanal. Also ich hatte ja versucht, jede Woche einen Beitrag zu veröffentlichen. Bisher ist mir auch gelungen, aber jetzt im Augenblick geht das nicht mehr so einfach, weil mein Computer mir echte Probleme macht. Der Bursche ist einfach zu langsam. Und es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis ich mir einen neuen Computer anschaffen kann. Und deshalb werden die Abstände zwischen meinen Veröffentlichungen sich zwangsläufig etwas erhöhen. Aber das heißt nicht, dass ich irgendwo Schluss gemacht habe. Ich bin trotzdem noch da und am Arbeiten. Erinnerung eines Starfighter-Piloten. Für diejenigen, die meinen Kanal noch nicht kennen, empfehle ich mal einfach die Kanalvorstellung sich anzuschauen. Da seht ihr dann, was ich so verzapfe, was so meine Interessen sind und was ich hier veröffentliche. Und wenn euch irgendetwas davon interessant vorkommt, dann einfach abonnieren, denn es ist ganz einfach, ein Abo wieder zu kündigen. Es ist ein Klick. Aber jetzt zum Thema. Es geht wieder um den Starfighter. Wir sind im Jahr 1975 in Luke Air Force Base und die Ausbildungsphase nennt sich DART. DART, das ist ein Spiel, das kennt jeder. Da schmeißt man mit einem Pfeil auf eine Zielscheibe. Die besten Dartspieler der Welt werden gefeiert wie Popstars und verdienen Millionen. Aber was genau machen die anders als ich? Der besser schießt oder zielt, der hat gewonnen. Die Leute, die das echt können, hauptsächlich Engländer, die bekommen richtig viel Geld, Preisgeld dafür. Das sind alles Millionäre. Und wir bekommen kein Geld, bei uns kostet das Geld, denn wir sitzen im Flugzeug und schießen sozusagen auf einen Dart, also auf ein Ziel. Der nennt sich tatsächlich Dart. Damit sich der ganze Aufwand auch lohnt, sind das immer mehrere Flugzeuge, die auf einen Dart schießen während einer Mission. Und die wechseln sich sozusagen ab. Das Dart-Flugzeug wird auch Dart-Tow genannt. Tow heißt ja ziehen. Also der Dart-Tow ist das Flugzeug, was unter der Tragfläche einen etwa 5 Meter langen Flugkörper hat, aus Leichtmetall und Styropor. Und dieser Flugkörper wird unter der Tragfläche nach hinten an einem Kabel ausgefahren und wird dann hinterhergezogen hinter dem Dart-Tow-Flugzeug. Die Entfernung etwa, ich würde mal sagen 500 Fuß, ganz genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Jedenfalls war der Dart weit genug hinter dem ziehenden Flugzeug, damit dieses nicht gefährdet wurde, wenn wir also auf den Dart mit der Kanone geschossen haben. Ja, wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Der Dart-Tow startete als erster und flog zu einem zugewiesenen und für andere Luftfahrtteilnehmer gesperrten Luftraum. Ihm folgte also dann eine Vorship, 4 Flugzeuge, wobei jeweils die Nummer 2 und 4 mit Instructor Pilots besetzt waren und die Nummer 1 und 3, das waren wir Students. Es gab insgesamt 5 dieser Dart-Missions, wovon die erste nur mit einer TF geflogen wurde, also einem Doppelsitzer, wo der Instructor Pilot hinten drin saß und der Doppelsitzer hat keine Kanone. Also das war eine trockene Übung sozusagen, nicht echt. Dieser Flug diente also, wie man sich vorstellen kann, der Einweisung. Und danach sind wir Students dann im Einsitzer geflogen und der jeweilige Instructor war an der Tragfläche und hat aufgepasst, dass das alles in Ordnung aussah. Die Studenten hatten unterschiedliche farbige Munition, sodass man an den Einschlägen des Darts sehen konnte, wie gut man geschossen hat. Der Dart wurde also nach der Mission wieder eingezogen und das Flugzeug landete mit dem Dart und dann wurde die Auswertung betrieben. Die Vorship, das waren also die Two-Ship und eine andere Two-Ship hinter uns und die waren auf Standby sozusagen. Und wir als erstes Element mussten den Dart dann mit dem Radar erfassen und sobald wir das hatten, wussten wir auch in etwa die Richtung, wo der Dart war und haben uns dann rangepirscht und es war danach relativ einfach, das Ziel dann auch visuell aufzufassen und anzufliegen.
Natürlich hätte man im Ernstfall zuerst eine Luft-Luft-Rakete abgeschossen. Aber wir wollten ja explizit Kanone schießen und deshalb haben wir auf diesen Teil da erst einmal verzichtet, sind also näher rangeflogen, um in Schussweite zu kommen. Und nachdem wir den Dart in Sicht hatten, haben wir gleichzeitig das Kommando Dart Visual über Funk gegeben. Das war dann für den Dart das Zeichen, einen Turn anzufangen, also eine Kurve zu fliegen. Und je nachdem, ob er rechtsrum oder linksrum flog, wir als Angreifer mussten in den Radius des Dart Toe rein, um die Entfernung abzukürzen. Nehmen wir an, es war eine Linkskurve, dann sind wir also so reingeflogen, dass das ist unser Angreiferflugzeug und in unserer Windschutzscheibe in der 2 Uhr Position, da mussten wir den Dart sehen. Dann waren wir in etwa richtig und auf einem Cut-off sozusagen, auf einer Abkürzungslinie zum Dart hin. Die Kanone wurde dann hot geschaltet, also entsichert, und die Reticle bzw. der Pipper im Zentrum der Reticle wurde vom Air Data Computer gesteuert und zeigte dann immer dorthin, wo die Geschosse der Bordkanone hinfliegen würden, wenn wir jetzt tatsächlich die Kanone abfeuern täten. Der Pilot musste jetzt den Pipper, der natürlich dauernd in Bewegung war, ja, weil das Flugzeug war ja auch dauernd in Bewegung und der Computer hat dann dauernd nachgerechnet. Und wir mussten also den Pipper auf den Dart positionieren und dann den Abzug betätigen. Hört sich einfach an, war aber ziemlich schwierig. Sehr wichtig war es auch darauf zu achten, dass Dart und Dart Toe, also das Flugzeug, was ihn zog, winkelmäßig gut auseinander lagen, um jegliche Gefährdung des Dart Toe Flugzeugs auszuschließen. Ja, und wenn der Pipper dann letztendlich möglichst ruhig auf dem Dart verweilte, was er eigentlich nie tat, wurde dann tatsächlich ein Feuerstoß abgegeben. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Anflug mit Kanone. Der sah gar nicht so schlecht aus. Der Pipper war irgendwo auf oder in der Nähe, in unmittelbarer Nähe des Darts, und ich habe einen Feuerstoß abgegeben. War das erste Mal, wie gesagt, dass ich Kanone geschossen habe, und der Sound hat mich ehrlich gesagt so erschreckt, dass ich aus Versehen, also Reaktion, einfach kurz gezogen habe, und dadurch habe ich einen Raid-Kicker bekommen. Der Automatismus hat gesagt, das ist nicht in Ordnung, und hat den Knüppel sofort wieder nach vorne gefeuert und damit auch den Anstellwinkel des Flugzeugs verringert. Und ich habe wohl verkrampft da gesessen und den Knüppel gehalten, und dann habe ich wieder einen Kicker gekriegt, und auf die Art und Weise bin ich also hinter dem Dart vorbei gekickert. Happy go lucky an dem Dart vorbei gekickert. Naja, das erste Mal, danach ist mir das nie wieder passiert. War nichts, aber so ist das Leben. Auch hier heißt es natürlich üben, üben, üben. Und manchmal ist auch etwas ungewöhnlich, woran man sich gewöhnen muss. In Mission 3 dann hatte ich Glück, mit Glück so gut getroffen, dass den kompletten Dart abgesägt hat, sodass dann alle Flieger nach Hause mussten, denn ohne Dart kann man auch nicht üben. Diese Mission, die war sehr kurz dann. Okay, während also ein Element, unser Element meinetwegen, Student und Instructor auf den Dart anflogen, hing das zweite Element auf der sogenannten Perch Position. Das ist hier oben etwas höher und etwas weiter hinten, und die haben von dieser Position aus dann beobachtet, was da vor sich ging. Wenn die erste Rotte am Dart vorbei war, die haben ja dann geschossen und sind dann tatsächlich an dem Dart vorbeigekommen, hat die zweite Rotte sich für einen Angriff positioniert und das Gleiche gemacht wie die erste Rotte dann. Und die erste Rotte hat sich dann auf die Perch Position begeben, also da oben, und hat beobachtet. Und als die zweite Rotte dann durch war, hat die erste Rotte dann wieder angefangen, das Gleiche zu machen. Und man hat so 2 bis 3 Anflüge geschafft. 3 Anflüge waren optimal. Die Kanone war mit 180 Schuss beladen, und das hat genau für 3 Anflüge gereicht. Und ja, ab und zu hat man noch mal getroffen,
Aber wie gesagt, das war schwierig und man musste auch etwas Glück haben. Man muss sich das wirklich so vorstellen, dass der Pipper andauernd in Bewegung war und dass man ja ununterbrochen dabei gewesen ist zu zielen mit dem Flugzeug, mit dem ganzen Flugzeug. Und der Loadfaktor auf dem Flugzeug hat sich dauernd geändert und entsprechend wurde von dem Zielcomputer auch dauernd neue Positionen für den Pipper errechnet, was letztendlich anzeigte, wo die Geschosse einschlagen würden. Hallo Freunde, ihr könnt mir jetzt einen Kaffee kaufen oder mehrere. Das da eben war mein Laptop. Der ist abgeraucht, aber zugegeben nicht so spektakulär, wie ich das eben gezeigt habe, sondern still und heimlich. Jetzt habe ich zwar ein ziemlich altes Ersatzgerät, aber Videos zu erstellen dauert etwa 3-mal so lange wie früher. Ich brauche also unbedingt wieder einen neuen Laptop. Und wenn ihr dabei helfen würdet, wäre das mega geil. Und würde auch riesig helfen. Habt ihr also ein paar Euro übrig und schätzt meine Arbeit, dann bitte auf Buy Me a Coffee klicken und euren Beitrag eingeben. Würde mich ganz doll freuen. Aber auch wenn ihr nichts beitragen könnt oder wollt, ich freue mich immer, wenn ihr meinen Kanal besucht. Bleibt also gesund und bis demnächst mal wieder in diesem Theater. Ciao. Ja, Leute, ich habe versucht, das so plastisch wie möglich zu schildern. Aber ihr habt ja sicher gemerkt, das ist gar nicht so einfach, das zu beschreiben. Als Zuhörer bzw. Zuschauer braucht man natürlich auch etwas Vorstellungsvermögen, insbesondere auch dann, wenn man an die dritte Dimension eigentlich so nicht gewöhnt ist. Aber ich hoffe, es ist was rübergekommen, wenn es dann doch irgendwo noch hapert und wenn ich irgendwo unklar war und ihr Fragen habt, dann bitte wie immer unten in die Kommentare schreiben. Ich werde jeden Kommentar beantworten, so ich es kann. Ich gehe mal davon aus, dass ich es kann. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Wir sehen uns. Bye, bye.